willkommen zu einem neuen Video. Es ist endlich Sommer in Japan und das heißt, es ist Zeit für Yukata! Yay! Auf meinem Kanal gibt es bereits ein Video, wie man denn einen Yukata anzieht und das ist schon ein paar Jahre her. Ich glaube, das habe ich 2014 gemacht und ich möchte schon seit einer echt langen Zeit ein Video machen, wie man denn verschiedene Schleifen für den Obi binden kann. Denn da gibt es jede Menge Möglichkeiten und mir macht es wirklich sehr viel Spaß, solche Schleifen auszuprobieren. Und heute habe ich es endlich geschafft und konnte ein kleines Video filmen. Wer mir auf meinen Social Media Accounts folgt, hat schon mitbekommen, dass ich letztens eine kleine Umfrage gemacht habe, welche Yukata-Schleife euch denn am besten gefällt. Und ein paar davon, die sind heute im Video gelandet und ich wünsche euch natürlich sehr viel Spaß. Ich hoffe, dass die Erklärungen nicht allzu kompliziert sind und dass ihr verstehen könnt, wie man diese hübschen Schleifen bindet. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr gerne unten in den Kommentaren schreiben, was ihr denn gerne wissen möchtet. Ich versuche euch alles natürlich so weit wie möglich zu erklären. Und ja, nun geht es auf. Lasst uns Obi-Schleifen binden. Yay! Wie bereits erwähnt, habe ich schon mal ein Video zum Thema Yukata anziehen gemacht. Deshalb lasse ich die Grundschritte hier raus, denn es soll in diesem Video wirklich nur um das Binden eines Obis gehen. Wenn ihr also zum ersten Mal einen Yukata anzieht oder weitere Informationen zum Anziehen eines Yukata braucht, schaut in mein altes Video hinein. Auch wenn es nicht gerade die beste Qualität ist, wenn ich so zurückblicke. Aber ich denke, damals habe ich schon alles relativ gut erklärt. Den Link dazu setze ich euch in die Infobox und ich versuche es natürlich auch direkt mit diesem Video zu verbinden. Aber nun endlich ran an die Schleifen. Ganz zu Beginn steht natürlich die Frage, welchen Obi man für seinen Yukata verwenden möchte. Das ist ein wenig geschmacksabhängig und natürlich auch davon, wie der Yukata aussieht. Auch je nachdem, wie man die Schleife bindet, denn ihr werdet nachher sehen, es gibt auch für große Motive extra schöne Schleifen. Starten wir nun mit Version A, die Standardschleife. Um es ein wenig übersichtlicher zu machen, nehme ich diesmal einen zweifarbigen Obi. Das heißt, beide Seiten haben eine unterschiedliche Farbe. Dadurch könnt ihr bei der Schleife die unterschiedliche Farbgebung am Ende erkennen. Zuerst faltet ihr das eine Ende in der Mitte und legt ca. 30 bis 40 cm davon über eure Schulter. Den Rest des Obis wickelt ihr dann um euch herum. Das macht ihr zweimal. Achtet darauf, dass ihr nicht eure Ärmel mit einklemmt. Nun faltet ihr die andere Hälfte auch in der Mitte und macht aus beiden Enden einen Knoten. Diesen könnt ihr relativ festziehen. Das ist das Grundprinzip, was ihr auch später für die anderen Schleifen benötigen werdet. Aber kommen wir nur zur Standardschleife. Legt das kürzere Ende wieder über eure Schulter und formt aus dem Rest eine Schleife. Dafür formt ihr aus dem restlichen Teil des Obis ein Rechteck. Faltet dann in der Mitte Berge und Täler, damit eine schöne Schleife entsteht. Am einfachsten ist es, wenn ihr mit einem Berg in der Mitte anfangt. Die Schleife ergibt sich dann von selbst. Im Anschluss nehmt ihr das kurze Ende und wickelt es von oben um die Mitte der Schleife und zieht das Stück dann hinter der Schleife wieder nach oben. Damit sich die Schleife nicht so einfach wieder löst, solltet ihr es ziemlich festziehen. Ihr könnt auch schon mal ein wenig die Schleife richten. Das restliche Stück zieht ihr noch einmal durch und steckt es dann in den hinteren Teil des Obis hinein. Nun müsst ihr die Schleife nur noch ein wenig herrichten, damit sie schön aussieht. Und dann habt ihr es auch schon geschafft mit der ersten Schleife. Nun müsst ihr sie nur noch auf den Rücken drehen. Achtet dabei natürlich darauf, dass ihr den Obi in Binderichtung des Yukata dreht, denn sonst öffnet ihr euren Yukata wieder. Auch vorne den Obi noch ein wenig richten und schon habt ihr es geschafft. Bei einem zweifarbigen Obi kann man auch wunderbar mit den Farben spielen. Deshalb kommen wir jetzt zur Version B, einer zweifarbigen Standardschleife. Den Anfang einer normalen Standardschleife behalten wir natürlich bei. Danach heißt es erst die eine Seite zur Hälfte falten und den Obi zweimal um sich herum wickeln und einen Knoten machen.
Auch hier bilden wir wieder ein Rechteck. Aber wie ihr sehen könnt, diesmal wird der hintere Teil nach außen gefaltet, so dass man beide Farben erkennen kann. Hier haben wir einen kleinen Teil schwarz und einen großen Teil pink. Ihr könnt es aber auch andersrum machen, dass ihr die andere Farbe nach oben legt. Das ist ganz euch überlassen und steht euch natürlich frei. Dann heißt es wieder Schleife formen, das heißt in der Mitte einen Berg bilden und der Rest ergibt sich wieder fast von selbst. Das Reststück wickelt man straff herum und dann hat man es schon fast geschafft. Man muss nur noch die Schleife ordentlich formen und wenn das Reststück wie bei mir etwas klein ist, dann könnt ihr es natürlich nicht noch einmal drumherum wickeln, sondern steckt es genau so hinten in den Obi hinein. Tada! Nun muss die Schleife natürlich wieder hinten auf den Rücken gedreht werden. Achtet wieder auf die Binderichtung des Yukata. Und noch ein kleiner Schönheitstipp für zweifarbige Obi. Hier kann man noch wunderschön ein paar Muster falten, die dem ganzen Outfit noch etwas Besonderes verleihen. Je nachdem, wie lang euer Obi ist, desto mehr könnt ihr auch mit der Schleife variieren. Das seht ihr zum Beispiel bei meinem Schmetterlings-Obi. Dieser ist etwas länger als mein schwarz-pinker. Somit kann ich ihn mehrfach falten und mehrere Schleifen erzeugen, was natürlich die Optik noch ein wenig verändert. Wenn ihr mehrere Schleifen habt, könnt ihr auch da weiter kreativ sein. Ihr könnt sie hintereinander haben, ihr könnt die großen Schleifen nach oben machen oder die kleinen, je nachdem wie es euch gefällt. Da ist eurer Kreativität keine Grenze gesetzt. Kommen wir nun zur dritten Version, die sich vor allen Dingen für Obis mit großen Motiven eignet. Bitte ignoriert, dass der Obi nicht zu meinem Yukata passt, aber es ist ja nur ein Beispiel für das Binden der Schleife. Auch hier starten wir das Binden wieder wie bei den Schleifen zuvor. Allerdings solltet ihr am Anfang ein längeres Stück über eure Schulter legen. Dann den Obi zweimal um euren Körper wickeln und einen Knoten machen. Bei der Schleife habt ihr eine freie Wahl, ob ihr eine einfache machen wollt oder die für zwei Farben. Ich habe mich für die zweifarbige entschieden. Also legt euch wieder ein Rechteck, macht einen Berg in der Mitte, formt die Schleife und wickelt das Anfangsstück um eure Schleife herum. Das aber erstmal nur einmal. Zieht es schön fest und dann formt eure Schleife. Mit dem Reststück wird nämlich jetzt noch weiter gearbeitet. Bisher ist es halb gefaltet, jetzt öffnen wir es und legen es im geöffneten Zustand einmal um die Schleife herum. Das ist mit ungeübten Händen ein wenig schwierig, aber mit ein wenig Übung klappt das schon. Das restliche Stück wird offen über die Schleife gelegt, somit kann man das Motiv des Obis schöner betrachten. Wenn man alles fertig hat, wird es auch wieder die Schleife auf den Rücken gedreht. Und der Obi vorne gerichtet. Fertig! Kommen wir nun zur vierten Version und auch zur letzten für dieses Video. Das ist eine Schleife mit Extras und die ist ein wenig komplizierter. Wir starten aber erstmal wieder ganz regulär. Nehmt am Anfang das Stück über eure Schulter ein klein wenig länger und wickelt dann den Rest des Obis zweimal um euren Körper und macht einen Knoten. Nun benötigt ihr einen Haargummi. Formt mit dem kürzeren Teil eine Schleife und fixiert diese mit dem Haargummi. Am besten wickelt ihr ihn zweimal darum, damit die Schleife hält.
Es kann ruhig ein wenig locker sitzen, allerdings sollte die Schleife schon mal schön geformt sein. Für den nächsten Schritt benötigt ihr ein Band. Legt zuerst die Schleife auf die andere Seite und nehmt dann das andere Ende von eurem Obi. Lasst ihn halb gefaltet und macht eine Schlaufe nach oben. Diese kann ruhig etwa 10 cm sein. Fixiert diese dann mit dem Band, indem ihr das Band einmal um euch herum wickelt und dann eine Schleife macht. Das Band verstecken wir später im Obi, also ist die Farbe nicht so wichtig. Wenn das Band aber farblich zum Obi passt, ist es doch praktisch, falls es doch einmal hervorkommt. Im nächsten Schritt wird ein Teil der Schleife durch die Schlaufe gezogen und diese dann festgemacht. Dadurch habt ihr eine schöne Schleife aus dem Obi gemacht und noch jede Menge Rest nach unten hängen. An diesem arbeiten wir jetzt weiter. Diesen faltet ihr nun in 2, 3, 4 oder je nachdem wie viele Teile ihr möchtet und zieht diese durch die Schleife, die wir mit dem Band gemacht haben, durch. Ihr habt somit jede Menge Enden von der Schleife nach unten hängen. Entweder könnt ihr die Sache dann gleich so lassen oder um noch ein wenig Volumen hinzuzufügen, könnt ihr die halbierten Schlaufen etwas öffnen. Das erfordert meist sehr viel Übung und klappt nicht immer auf Anhieb. Verzweifelt also nicht, wenn die Schleife nicht gleich perfekt aussieht. Wenn ihr fertig seid, versteckt ihr das Band in eurem Obi und dreht die Schleife natürlich auf eurem Rücken. Vorne ist dann noch einiges an Besserungsarbeiten zu machen, vor allen Dingen das Band zu verstecken. Und dann habt ihr es auch schon geschafft. Und nicht wundern, meine Schleife hängt ein wenig nach unten, die muss noch einmal gerichtet werden. Das war mein kleines Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt die Erklärungen verstanden. Wenn euch das interessiert und ihr noch mehr Schleifen sehen möchtet, schreibt mir einfach in die Kommentare. Wie gesagt, ich lerne gerne neue Schleifen kennen und probiere sie gerne aus. Und wenn ihr das möchtet, kann ich sie euch natürlich auch gerne in einem Video erklären. Wie gesagt, schreibt mir einfach in die Kommentare, welche Schleife gefällt euch denn am besten. Wie würdet ihr die Schleifen von eurem Yukata binden? Oder wenn ihr irgendwelche Fragen habt, die Kommentarfunktion ist offen, schreibt mir einfach. Ansonsten würde ich mich natürlich sehr über Däumchen hoch freuen und natürlich auch, wenn ihr meinem Kanal noch nicht folgt, dann lasst mir doch ein Abo da. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderbaren Sommer. Auf geht's in die Festivalsaison. Ciao!